Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Reiserei und heute nehme ich euch mal mit in die Shopping Mall Paseo del Carmen. Die ist direkt angrenzend an die Fähre oder an den Fährhafen, wo es dann quasi nach Cozumel auch rüber geht. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, was es hier für Geschäfte gibt. Und dann würde ich sagen, los geht die Tour. Also, hier in diese Richtung geht es quasi in die 5., beziehungsweise wenn man aus der 5. kommt, dann ist jetzt hinter mir quasi die Mall. Und hier rechts geht es runter, da geht es dann zu den Fähren nach Cozumel rüber. Und ganz wichtig, bitte die Tickets auch ganz unten kaufen. Hier sind überall Ticketverkäufer, die es aber viel teurer anbieten. Und jetzt drehen wir uns mal 180 Grad und schauen mal in die Mall rein. So, wie gesagt, wenn man jetzt aus der 5. kommt, ist hier der Eingang. Wer Churros mag, hier ist ein Churros-Verkäufer. Und dann geht's los mit, hier ist Victoria's Secret. Früher war der La Europea unser Lieblingsladen, wenn es um europäische Produkte ging. Den gibt es irgendwie leider nicht mehr. Und dann teure Uhren, Tag Heuer. Hier gleich dann Old Navy. Und der Laden ist richtig cool, das ist Krispy Kreme Donuts. Das ist, glaube ich, eine amerikanische Marke, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben echt richtig leckere Donuts. Und da kann man hier auch die verschiedensten Kombinationen, also 8+4 Stück, quasi für 335 Peso, also ungefähr 15 Euro. Dann kann man hier quasi dann 12 Donuts mitnehmen. Und man kann sich aussuchen, welche man möchte. Dann gibt es hier wieder so einen kleinen Stand mit Handyhüllen, Trinkbecher, alles Mögliche. Das ist gerade auch für die Leute dann immer interessant, hier auch mit so Schnorchelmasken, wenn die einen Ausflug machen, dass die hier noch schnell was shoppen. Dann Intimissimi, wer kennt's nicht, gibt es auch in Deutschland mittlerweile. Die haben auch richtig coole Cappies hier, richtig coole Basecaps und so. Muss ich mir vielleicht doch auch mal noch eine holen. Hier werden so kleine Taschen verkauft. Und dann, wenn die Frau shopping geht und der Mann keinen Bock hat oder andersrum, und dann hockt man sich quasi hier hin, weil hier ist die kleine Bar mittendrin in dieser Shopping Mall. Wobei Mall ist ja eigentlich immer falsch, aber das ist in Mexiko ist es immer so, dass hier alles offen ist, auch wenn es eine Mall ist. Also wenn es regnet, eher schwierig. Und hier kriegt man wirklich alles. Cocktails, Bier, hier ist Musik. Abends ist dann auch immer Live-Musik. Es gibt hier noch einen Starbucks und Häagen-Dazs. Das, glaube ich, teuerste Eis Mexikos. Ich weiß nicht, warum, das ist hier echt richtig teuer, Häagen-Dazs. Es gibt auch andere Eisdielen, wo es wesentlich günstiger ist, auf jeden Fall. Und dann natürlich Zara. Über 2 Stockwerke gibt es hier den Zara. Und hier haben wir mal, also man kann hier noch, wenn ihr wollt, hier die virtuelle Tour machen. Ich gehe mal näher hin. So, kann man scannen. Und hier haben wir quasi mal so den Überblick von der Paseo del Carmen Shopping Mall. Wir waren jetzt eben gerade hier, wo es Getränke und Essen und alles Mögliche gibt. Und hier mal für euch der Überblick. Dann weiter geht's mit einem meiner absoluten Lieblingsläden, Pull & Beers. Der hat richtig günstige, ja, so, ich würde sagen, schon Beachwear und auch so zum abends weggehen und so. Jetzt ist ja dann gerade so langsam Weihnachten, Silvester, deswegen ist schon wieder alles in Rot-Schwarz. Aber die haben immer richtig gute Angebote, da gehen wir echt gerne einkaufen. Hier sogar Weihnachtssterne, also diese Blumen. So, hier kommt Pandora. Und dann gehen wir jetzt erstmal in diese Richtung. Also hier ist noch ein riesen Apple-Laden, der iShop. Der hat alles, was die Apple-Liebhaber wollen und brauchen.
Hier kann man noch Touren nach Xcaret buchen. Das ist so ein Freizeitpark. Bin bei Jola. Ist jetzt nichts für die Männerwelt. Dann sind wir hier. Da sind wir hier mit unseren 2 Scooter wieder her. Weil die Kathi lässt sich hier immer die Fußnägel machen. Hallo Schatzi. Die wartet jetzt gerade noch auf ihren Termin und bis dahin filme ich hier mal diese Shopping Mall für euch ab. Hier mal, was so ein MacBook Air kostet. Wie gesagt, so 21 ist gerade der Kurs. 21 Peso ist 1 Euro. Das mal so ein bisschen zum Preise vergleichen. Dann gibt es Zingara, auch ein richtig schöner Laden. Hier ist, keine Ahnung warum, werden ständig so Formel 1 Sachen verkauft von Red Bull. Und dann gibt es hier noch die riesen Pharmacie und alles mögliche an Cappies, Handtüchern, Badehosen, alles günstig, auch von der Qualität her günstig. Hier eben nochmal Zingara oder Zingara. Wenn ihr unbedingt eine Sonnenbrille braucht, gibt es hier auch. Und Charles Jr., ein richtig leckerer Burgerladen, haben wir erst letztens mal Burger geordert. Die schmecken viel besser wie McDonald's und Burger King, wenn man uns fragt. Dann hier eben wieder Häagen-Dazs, das teuerste. Da sieht man mal eine Kugel Vanilleeis, 100 Milliliter ungefähr, für 140 Peso. Das ist der Hammer. Also Hammer wie teuer. Und dann gibt es hier der Mini Soho oder Mini So oder wie auch immer. Und das ist so ein Asialaden. Da kriegt man echt alles ganz günstig. Im ersten Stock oben dann auch irgendwie so Abtropfgitter und Parfüms haben die hier. Und also hier gibt es wirklich alles gefühlt, wie man es halt so ein bisschen aus Asien kennt. Und jetzt gehen wir mal noch hier kurz zurück und gehen mal in die anderen Straßen rein. Und wie findet ihr bisher diese Shopping Mall? Ist eher die kleinere hier. Es kommen auf jeden Fall noch andere. Auf jeden Fall gern mal einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht einen Kommentar schreiben, wie ihr das Video so findet, was euch hier in Playa del Carmen noch interessiert, was ich unbedingt für euch aufnehmen soll. So, und weiter geht's wieder vorbei an Kathi. Die ist busy, die ist beschäftigt, die schneidet wahrscheinlich gerade ein paar Reels. Es gibt hier ein Fischspa, genau. Ein Fischspa gibt es hier noch. Dann haben wir hier Stradivarius. Der ist auch nur für Frauen, aber günstig. Hat auch günstige Sachen. Aber man muss aufpassen, gerade bei T-Shirts, nicht zu heiß waschen. Die werden gleich mal halb so lang. Oysho, die haben ganz coole Sportsachen auch und Fitnesssachen. Dann haben wir hier, das ist quasi eine Drogerie, das ist wie bei uns der Müller oder Douglas. Da kriegt man wirklich alle Parfüms, aber die sind auch teurer wie in Deutschland, um einiges. Ja, man sieht hier so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung, ist hier schon aufgebaut, aber noch nicht ganz. Hier hängen noch ein paar Sterne und so schon rum. Abends auch immer sehr schön beleuchtet hier. Dann Oakley. Oakley gibt es hier auch. Gleich gefolgt von Guess. Und Rip Curl. Ich liebe ja die Hemden von Rip Curl, wenn es nicht immer so teuer wären. Customize, kannst du hier deinen Becher personalisieren lassen. Oder wenn du noch irgendwie Badeschlappen brauchst, gibt es hier auch. Hier geht es dann zu den Toiletten. Ah, schau, da haben wir doch jetzt so ein bisschen Weihnachtsstimmung schon. Dann der Berkshire, das ist so ein bisschen der Telly Whale von Mexiko. Hier, also das ist mehr für wirklich die Jugendlichen, bis 16 Jahre würde ich jetzt fast sagen. Ist hier noch so einen kleinen Laden. Dann Studio Off oder Studio. Der hat auch richtig schöne, edle Sachen. Preislich auch knackig, aber die sind echt richtig schön, die Klamotten, was hier gibt.
Dann haben wir hier noch Calcedona oder Calcedonia. Kennt man, glaube ich, auch in Deutschland. Hier eben wieder der Barbereich, wo wir vorhin gerade waren. Hier hinten geht es dann wieder zu den Fähren runter. Jetzt haben wir hier noch ein Sushi-Restaurant, Sushi-Ito. Dann ja, jetzt ist hier gerade richtig laut, irgendwo Baustelle. Dann gibt es hier noch so einen Silberschmuckladen. Mexiko ist ja ganz bekannt für Silber. Dann Tough, das ist quasi so ein Sneakerladen hier. Auf der anderen Seite, da haben wir die ganz teuren Marken Montblanc, Breitling. Hier nochmal ein Juwelier dann. Tooth. And Full Sand. Auch wenn man irgendwas Surferklamotten, Badeklamotten braucht, ist das hier auch eine gute Anlaufstelle. Und da dann noch eben Tag heuer. Und was richtig cool ist hier immer, jedes Jahr ist der bei Breitling da. Der Breitling Weihnachtsmann mit Surfbrett. Der ist richtig, richtig cool ist der immer. Genau. Was kommt noch? Das war's, glaub ich. Also, danke fürs Einschalten. Liken nicht vergessen, gerne kommentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer das dann sein wird.